Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute gibt es ein V8 Lounge Spezial hier im Winter. Wir haben Dezember und ja, wir vergleichen heute eine Corvette C7 und das Tesla Model Y. Also das ist jetzt nicht vielleicht der gängigste Vergleich, aber ja, vielleicht wird es ganz lustig. Wir werden einen Beschleunigungstest hier im Schnee machen. Wir werden verschiedene Sachen an Komfortpaketen vergleichen und auch ja, ansonsten die total unterschiedlichen Autos eben 1:1 mal gegenüberstellen. Viel Spaß! Ja, der erste Test heute wird ein Soundtest sein, und zwar starten wir jetzt mal die C7 und schauen mal, wie der Wagen so klingt. Im Anschluss daran starten wir mal das Tesla Model Y. Ich würde den Wagen mal starten hier. Mein Kumpel der Lukas, der hilft mir heute dabei und wird jetzt den Tesla starten, und wir machen den Test, wie der sich so anhört. Ich weiß nicht, ob man das auch hören kann. Das ist so ein bisschen so ein UFO-Geräusch. Dann fahren wir ein Stück zurück. Also man hört hier dieses UFO-Geräusch. Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon gehört. So, der nächste Test wird jetzt sein, welches der beiden Autos hier besser durch die Einfahrt rauskommt. Die ist auf jeden Fall schon ziemlich eingeschneit, und dementsprechend müssen wir mal gucken, mit welchem Fahrzeug das besser geht. Also der Tesla startet mal zuerst. Ich glaube, der hat einen kleinen Vorteil, weil der Allrad hat. Ich glaube, es sind jeweils Sommerreifen auf den Autos drauf. Geht eigentlich ziemlich problemlos hier mit dem Tesla. Sehr gut. Und ja, was halt noch auffällt bei dem Auto hier, zeige ich auch mal, hat keinen Tacho. Nur hier dieses große Bedienpanel. Hier wird eigentlich alles über dieses Bedienpad geregelt und gesteuert. Man kann hier so gut wie alles, auch die gesamten Fahrzeugfunktionen darüber regeln. Ja, wir haben den Tesla dann mitgenommen auf einen freien Parkplatz, der auch ziemlich eingeschneit war. Wie man hier sehen kann, der Wagen verhält sich durch den Allrad auf jeden Fall sehr sicher, muss man sagen. Also auch ohne, dass da jetzt ideale Bedingungen geherrscht haben. Wie gesagt, da waren jetzt auch keine speziellen Winterreifen draufgezogen oder sonst wie der irgendwie vorbereitet worden hier für die Fahrten im Schnee. Aber dadurch, dass der wie gesagt Allrad hat, lässt er sich sehr gut manövrieren und geht auch nicht zur Seite weg und bleibt auch schön in der Spur. Fuhr sich eigentlich ziemlich gut. Ich finde, man macht beim Verbrenner, ist man nicht dauerhaft immer auf dem Gas, weil man ja quasi dieses laute Motorengeräusch halt auch nicht permanent haben will. Also man dreht den einmal hoch, aber man weiß, der Motor muss jetzt arbeiten dafür. Beim Elektroauto hat man das ja gar nicht. Man hat ja nicht das Gefühl, dass man den jetzt krass überdreht oder überansprucht, wenn man dem jetzt Gas gibt. Das hat man ja überhaupt nicht, dieses Gefühl. Weil der nicht wirklich lauter wird. Ja, und vor allem, das ist diese Einfachkeit, der wird nicht lauter, der wird mit Strom getankt, das ist halt nicht so der Bezug, dass du merkst, da wird jetzt irgendwas verbrannt oder bearbeitet. Ja, ja. Das Brennen ist so geil. So, dann machen wir jetzt mal den Test mit der Corvette. Schauen wir mal, einmal mit Traktionskontrolle, einmal ohne. Könnte ein bisschen schwierig werden mit den 335er Sommerreifen auf der Hinterachse.
würde mal sagen, so vom Tacho und von den Displays ist es auf jeden Fall schöner. Vor allem wesentlich sportlicher. Auf jeden Fall sportlicher, ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist schon etwas anders. Und ja, wir gucken mal, ob wir aus der Ausfahrt rauskommen. Ja, das ist eine 2017er Corvette C7 Grand Sport mit der 8-Gang-Automatik. Und die hat auch hier einmal die Schaltwippen. Die kann man auch manuell schalten. Das ist jetzt die US-Version, also das heißt, das ist keine Europa-Version. Die hat ein bisschen andere Spezifikationen wie die europäischen Modelle, aber grundsätzlich ähnliche Autos. Also es ist jetzt nicht so, dass sie total unterschiedlich wären. Ja, hier gibt es noch einen kleinen Vergleich zu den beiden Schlüsseln der Fahrzeuge. Hier auf der rechten Seite sieht man den Schlüssel von der Corvette C7. Das ist ein Keyless Go Schlüssel, bedeutet man kann den in der Hosentasche tragen und die Tür öffnet sich dann. Beim Tesla ist es anders, da hat man hier eine solche Karte, die wird an die B-Säule gehalten, dann öffnet sich das Auto. Parallel dazu kann man das Auto auch mit seinem Smartphone koppeln in der App und dann öffnet sich das Auto auch automatisch, wenn man sich dort nähert. Der Fernstart ist allerdings nur bei der US-Variante meines Wissens drauf. In der Europa-Version gibt es keinen Fernstart. Ja, ich bin schon mal. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein kleines Fazit ziehen. Der Tesla hat sich auf jeden Fall gut geschlagen. Also man muss sagen, auch zum Beispiel bezüglich der Heizleistung war ich positiv überrascht. Also der Wagen wird sehr schnell warm. Den kann man auch mit der App vorher vorheizen. Bei der Corvette in der US-Version geht das auch. Also man kann mit dem Fernstart die schon mal laufen lassen. Und beim Tesla ist es so, dank dem Allrad kommt er natürlich auch sehr gut durch den Schnee. Er ist auf jeden Fall ein Auto, was man auch im Winter durchaus gut bewegen kann. Die Corvette kann man mit Winterreifen sicherlich auch im Winter bewegen. Ist natürlich jetzt nicht das ideale reine Winterauto. Die meisten kaufen sich so ein Auto zum Sport und für den Sommer. Das Ganze ist auch eher natürlich hier als Spaß zu sehen. Ich werde mir in nächster Zeit sehr wahrscheinlich kein Elektroauto kaufen und auch kein Tesla. Allein schon ja, vom Style her. Ich meine, kann man ja hier schon allein sehen, das sind zwei grundverschiedene Autos. Und ja, dementsprechend muss man einfach sagen, das Ganze ist wie gesagt hier dieser Test als Spaß zu sehen.
Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.